Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jakob und Fleischermeister bei der Moguntia Food Group. Ich zeige euch heute, wie man aus einfachen Zutaten so verdammt leckere Leberpâtés herstellen kann. Diese Leberpâtés sind nicht nur für Weihnachten, sondern auch ein luxuriöser Ersatz für jede Leberwurst. Dennoch sind sie einfach herzustellen und immer ein toller Hingucker in der Theke. Für die Herstellung einer groben Leberpâté benötigen wir Schweinebacke mit Schwarte, Schweinewamme mit Schwarte, Schweineleber und Schweinebauch. Dazu benötigen wir noch Nitritpökelsalz als Umrührhilfe farbfest verstärkt, für den besonderen Geschmack Perlet Elidex, ein wenig Honigaroma und unseren Optimix Leberpâté Emulgator. Er verhindert Absatz und gewährleistet eine gute Bindung. Als erstes werden die Backen und Wammen für die grobe und feine Leberpâté portioniert und verwogen. Anschließend werden diese bei 93 Grad für etwa 2,5 Stunden gegart. Erst salz- und farbfest auf die Leber abwiegen, diese dann 5 mm wolfen und mit den Zutaten gut vermischen, bis die Masse Bindung hat. Dann den Bauch 5 mm wolfen. Anschließend das gekochte warme Fleisch 5 mm wolfen und mit der Leber, dem Bauch, dem Nitritpökelsalz, Perlet Elidex, Optimix Leberpâté und Honigaroma vermengen. Nach Bedarf, zum Beispiel mit Preiselbeeren und Preiselbeerenkonfitüre verfeinern. Die fertige Masse in gefettete Backformen füllen und mit hitzebeständiger Frischhaltefolie abdecken. Bei Bedarf können diese nun eingefroren werden. Für die Herstellung einer feinen Leberpâté benötigen wir Schweinebacken mit Schwarte, Schweinewamme mit Schwarte und Schweineleber. Dazu benötigen wir noch Nitritpökelsalz als Umrührhilfe farbfest verstärkt, für den besonderen Geschmack Perlet Elidex, ein wenig Honigaroma und unseren Optimix Leberpâté Emulgator. Erst salz- und farbfest auf die Leber einzeln abwiegen. Dann wird die Leber bei hoher Messerdrehzahl mit dem Farbfest im Kutter fein zerkleinert. Anschließend wird das Salz bei niedriger Messerdrehzahl hinzugefügt, bis die Masse Bindung hat und Blasen wirft. Die fertige Lebermasse aus dem Kutter nehmen, auskratzen und beiseite stellen. Nun das gekochte warme Fleisch mit dem dafür abgewogenen Nitritsalz, Perlet Elidex, Optimix Leberpâté und Honigaroma bei hoher Messerdrehzahl zu einer feinen Masse kuttern. Zuletzt die Lebermasse bei unter 45 Grad mit einkuttern, bis eine homogene Masse entsteht. Dabei den Kochverlust mit Kesselbrühe langsam auffüllen. Nach Bedarf, zum Beispiel mit Apfelstückchen und Zuckerrübensirup verfeinern.
die fertige Masse in gefettete Backformen füllen und mit hitzebeständiger Frischhaltefolie abdecken. Bei Bedarf können diese nun eingefroren werden. Im Backofen mit der Folie bei 100 Grad bis zu einer Kerntemperatur von 73 Grad backen. Über Nacht im Kühlhaus durchkühlen lassen. Für die Herstellung unseres Aspics für die Leberpâté benötigen wir Aspikpulver 240 Blum Gold, als frische Präparat unser Frischin Pur 3D und zur Einfärbung unser Blackie Liquid. Ich zeige Ihnen nun die Herstellung von unserem Aspic für die Leberpâté. Diese ist gerade draußen im Kühlhaus und wartet darauf, eingetaucht zu werden. Wir brauchen einen großen Topf, wo wir später reingreifen können, heißes Wasser, unser Frischin, Nitritsalz, unser Aspikpulver sowie unser Blackie Liquid und einen Schneebesen. Wir fangen damit an, das Frischin und das Salz in das heiße Wasser einzurühren. Dann nehmen wir unser Aspikpulver und rühren es langsam mit in die Flüssigkeit ein. Dann nehmen wir uns ungefähr 1 Liter beiseite. Den brauchen wir später für die Dekoration. Und rühren zuletzt unser Blackie Liquid mit ein. Jetzt muss die Flüssigkeit nur noch auf ungefähr 28 Grad runterkühlen, bis wir die richtige Viskosität haben, um die Pâté einzutauchen und das Aspic schön anhaften bleibt. Unser Aspic hat jetzt die richtige Temperatur von etwa 28 Grad, ist zähflüssig und ich zeige Ihnen nun, wie man einmal eintaucht und dann dekoriert. Wir haben dafür unser klares Aspic, wir haben unsere verschiedenen dekorativen Zutaten, grünen Pfeffer, rote Beeren, Senfsaat, für unsere Preiselbeer-Leberpâté natürlich unsere Preiselbeeren, ein bisschen Rosmarin, ein bisschen Lorbeer, um das einfach am Ende schön zu verzieren. Also wir fangen an, wir haben unseren Topf, nehmen die Pâté vorsichtig einmal auf die Fingerspitzen und nur auf den Fingerspitzen gehen wir dann einmal in die Flüssigkeit rein, kleine Bewegung und wieder hoch, um sie dann rüber auf die Platte zu legen. Während das Aspic noch auskühlt, nimmt man sich ein paar Beeren, hier in dem die Senfsaat, streut sie drauf, dass sie schön anhaften können. Einfach frei, wie man das möchte. Dann kann man ein paar rote Beeren dazu nehmen. Ein bisschen grünen Pfeffer. Alles eben, bis das Aspic langsam angezogen ist und fest wird. Dann haben wir hier einmal spezifisch für unsere Apfelpâté noch die Apfelscheiben. Schön geschnitten und kurz in Zitronensäure gewendet, damit sie nicht so schnell braun werden. Die ziehen wir jetzt hier einmal durchs klare Aspic und legen die dekorativ mit darauf. Drüben noch. Dann nehmen wir ein bisschen Rosmarin, einfach weil es schön aussieht. Ziehen ihn auch einmal durchs klare Aspic und kleben ihn hier oben drauf.
Alternativ kann man die Pâtés in der Schale, auch wie im Rezept beschrieben, übergießen und danach dekorieren. Da sind euch keine Grenzen gesetzt. Jeder kann sich das so verzieren, wie er möchte, mit den Zutaten, die da sind oder die er am liebsten mag. Dies sind nun unsere fertigen Leberpâtés. Wie ihr seht, mit einer tollen Verzierung, einem wunderschönen Glanz und ein echter Hingucker in jeder Theke. Natürlich auch in verschiedenen Geschmacksrichtungen, wie hier unsere grobe Preiselbeer-Leberpâté oder da unsere feine Apfelleberpâté. Weitere Rezeptideen findet ihr auf www.moguntia.com. Viel Spaß beim Nachmachen!